Hi Leute, willkommen bei Dragomir Baut. Ich bin der Dirk und heute werden wir zusammen mal ein Schwert bauen. Vielleicht inspiriert euch das ja auch ein bisschen mal eins zu bauen. Wir machen halt ein ganz einfaches Einhandschwert, so Marke Ritter. Und dann schauen wir mal, was daraus wird. Also bleibt dabei, wir sehen uns. So Leute, dann geht's mal los. Ich habe schon so ein bisschen was vorbereitet. Wir brauchen einen Kernstab. Ich nehme jetzt erstmal, den können wir vielleicht nachher noch ein bisschen kürzen, erstmal Meter. Ganz normaler 10×12. Das Brett, das zeige ich euch dann später, wofür ich das noch benutze. Also bleibt dabei. Könnte sehr hilfreich sein. So, dann haben wir hier eine 10er Matte. Machen wir wieder klassische Sandwich-Bauweise. Und dann zwei 5 mm bzw. 6 mm Matten. Ich weiß gar nicht, ob jetzt 5 oder 6er sind, aber ist erstmal egal. So, dann gehen wir erstmal hin. Wir nehmen den Kernstab und die 10er Matte. Dann legen wir das Ganze auf. So. Lassen genug Platz zur Spitze. Also, ich mache jetzt mal eine Handbreit. Je nachdem, was ihr für Griffel habt, ne? Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Müsst ihr halt gucken, ob ihr große oder kleine Hände habt. Das sind so ungefähr bei mir, ich guck mal, ich sage jetzt mal 10 cm. Ich mache auch mal eine Linie, damit man das besser verdeutlicht kriegt. So, machen wir 10. So. Dann haben wir hier schon mal, länger machen wir den Kernstab da nicht. Die Matte habe ich ausgeschnitten, ein bisschen breiter, wie ich sie nachher brauche. Dafür brauche ich nachher auch das Brett. So, das sind dann 7. Dann wären dann 3,5 der Mitte. Aber da der Kernstab auch noch und ich mal wieder zu faul bin, das auszumessen. Was ja eigentlich 12 mm dann sind, die dann rüber, gehe ich jetzt ungefähr ungefähr auf das Maß. Guckt, dass das Ganze dann auch ausgerichtet ist. Kann man auch ein Augenmaß nehmen. So auf einen Millimeter genau kommt es da eigentlich auch nicht so wirklich drauf an, dass das so 100%ig mittig ist. Wichtigste ist das hintere Teil, dass das mittig ist. Also quasi, wo der Griff nachher hinkommt. So, gucken wir mal. Müssen wir sowieso nachher noch ein Stück abschneiden, hätte ich vielleicht auch jetzt schon kürzen können, aber ist nicht so schlimm. So, jetzt müssen wir nur gucken, ob man den Kernstab da vernünftig ausgerichtet kriegt. So, weil die Matte sich hier immer so ein bisschen verschiebt. So, das sieht gut aus, hier oben auch. So, dann machen wir einfach. Das sieht ja nicht gut aus. Irgendwie verschiebt sich die Matte hier dort. So, nochmal. Hier hin. Da. So, dann haben wir jetzt zwei Linien. Das Ganze schneiden wir jetzt aus. Dafür nehmen wir mal wieder ein Schneidbrett. Oder irgendeine andere Unterlage, die ihr quasi da gerade so zum Schneiden oder was auch immer liegen habt. Wir schneiden das ganze Stück aus. Und das sind hier quasi immer die Teile, wo ich immer sage, behaltet die, weil man damit so viel noch machen kann. Ne? Die immer gut aufbewahren. Die kann man immer mal wieder gebrauchen. Also nicht wegwerfen. So, dann haben wir quasi das schon mal ausgeschnitten. Jetzt können wir hingehen, machen den klassischen Schutz. Da können wir zum Beispiel jetzt das Teil hier nehmen. Schneiden ein Stückchen ab. Ja. Dann brauchen wir ein bisschen Leder. Nehmen wir hier irgendwie so ein Stück. Dann nimmt er wieder Pattex oder Heißkleber. Oder beides, je nachdem, was ihr benutzen wollt. Macht dann wieder einen ordentlichen Klatsch oben drauf. Kannst du noch ein bisschen direkt bei machen. Habt ihr danach also dicke Klumpen dran. So, ganz ein bisschen antrocknen lassen. Und dann nehmen wir da mit Leder drumherum. Gucken wir mal. Suchen wir uns eine Seite.
Wie gesagt, ich mache immer so ungefähr halb von der Breite. Dadurch, dass das hier jetzt nicht so lang wird. Gucken wir mal hier. Ja, ich hoffe, das kann man so sehen. Und dann hier mal einmal wieder komplett rund. Ja. Wie gesagt, kann man halt mit Pattex oder Heißkleber machen. Das liegt dann an euch. Ich habe eigentlich mit beiden gute Erfahrungen gemacht. Wie gesagt, wenn noch irgendwo Schlagkanten sind, wieder nachher an der Klinge, da ist der Pattex nehmen. Da ist der Heißkleber, der könnte da eine scharfe nicht, aber eine harte Kante, also vergleichsmäßig harte Kante bilden. So, das Ganze lasst ihr jetzt erstmal hier auf der Seite ein bisschen antrocknen. Und dann kommt das quasi dann nachher hier rein. Aber ich schneide hier noch ein bisschen ab. Dann können wir natürlich auch noch hingehen und machen hier noch ein bisschen Leder dann gleich drüber, aber quasi ist das schon mal so das Gröbste. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn ich den Kernstab eingeklebt habe. Also bis später. So Leute, ich habe jetzt den Kernstab mit Heißkleber mal eingeklebt. Ja, habe das Ganze noch ein bisschen gekürzt, weil wenn ich das bis hier gemacht hätte, der Griff ein bisschen kurz geworden. Wird vielleicht auch den Kernstab noch ein bisschen kürzen oder mache den Griff halt ein bisschen länger. Mal gucken, was ich mache. So, dann haben wir das soweit. Dann werde ich jetzt hingehen und werde noch hier oben so ein bisschen was einkleben. Jetzt können wir hingehen und nehmen noch ein größeres Stück Leder. Wenn ich noch was hier liegen hätte. Ich nehme jetzt mal ein bisschen Fliegengitter. Das geht nämlich eigentlich auch ganz gut. Das ist jetzt quasi nur, dass der obere Bereich noch ein bisschen stabilisiert wird gegen Abreißen. Schneide immer ein paar Streifen raus. Das ist jetzt so ganz dünnes. Das ist noch nicht mehr das dickere. Das ist wirklich, ja. So, gehe ich hin. Schneide das oben noch ein bisschen spitzer. So. Ja, kann ein bisschen zu breit geworden sein. So, das ist jetzt quasi, ja, ist jetzt quasi noch so ein bisschen Schutz, damit das gegen Abreißen geschützt ist. Ja, also nochmal so quasi hier drüber. Mache ich mit Heißkleber erstmal drauf und später kommt dann nochmal eine Ladung Pattex. Ist auch ein bisschen dünner wie dann das Leder. Sieht danach auch alles so ein bisschen eleganter aus. Wirklich so ein bisschen zum Fixieren. Ihr müsst da immer quasi an den Kanten, wenn ihr hier so eine Kante habt, wie jetzt durch den Kernstab, immer so ein bisschen gucken, dass er erstmal die Kante dann anklebt und dann den Rest, dass das auch vernünftig anliegt. So, dann haben wir das schon mal hier so drauf geklebt. Auf der anderen Seite machen wir das auch. Aufpassen so, aber das geht jetzt erstmal ja nur mit Prinzip, weil ihr wisst, wie man sowas baut. Wie gesagt, könnt ihr auch Leder nehmen. Prinzipiell reicht schon quasi das, was ich als Spitzenschutz so gemacht habe. Das ist quasi nur nochmal als Sicherung, dass die Spitze nachher nicht einreißt. Aber das könnt ihr machen, wie ihr meint. Ne? Man kann auch so eine komplette Lederplatte, das mache ich auch zwischendurch. Also um ganz sicher zu gehen, mache ich dann so quasi so das obere Teil, so noch so für 5-6 cm hier und dann bis in die Spitze rein komplett nochmal auf beiden Seiten Leder. Da kann dann überhaupt nichts mehr passieren. Dann braucht man theoretisch, eigentlich praktisch auch nicht, noch nicht mal das Teil hier drinnen. Ja, also das hat sich auch als sehr robust erwiesen. So, dann gehen wir hin, kleben jetzt noch die Matten von beiden Seiten drauf. Ja. Dafür müssen wir uns aber erstmal wieder ein bisschen Platz machen und dann sehen wir uns dann gleich, wenn ich die Sachen klebe. Bis gleich. Dann fangen wir mal an zu kleben.
erstmal wieder eine Zeitung oder irgend sowas als Unterlage. Dann lege ich wieder die eine Matte hier drauf. Ich habe die schon so ein bisschen gekürzt, nicht so 100%, aber dass die ungefähr gleich lang sind, damit er nicht so viel Kleber verbraucht. Und dann gehen wir wieder mit dem Pattex hin und schmieren das Ganze wieder gut ein. Dann machen wir erstmal die eine Seite und dann die andere von dem Ding. So Leute, ich habe jetzt noch ein bisschen Gewicht draufgepackt, das kann man auch mit Schraubzwingen machen, das mache ich eigentlich, wenn ich das in meinem Bastelzimmer verklebe, so. Aber das sollte eigentlich auch reichen. Dann sehen wir uns, wenn das Ganze trocken ist. Also bis später. So Leute, das Teil ist jetzt soweit trocken. Jetzt zeige ich euch gleich mal, wofür ich das Brett brauche. Und zwar, ich habe immer das Problem, dass hier immer so ein bisschen was übersteht. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Wenn man das jetzt hier so wegschneidet oder schleift, habe ich immer das Problem, dass das dann immer noch so ein bisschen wellig ist. Da habe ich mir dann irgendwann mal einfallen lassen. Ist so ein bisschen Materialverschleiß oder Verbrauch. Dass ich dann quasi hingehe, gucke, dass ich hier oben alles bündig habe. So, sieht so gut aus. Mache dann halt die Matte ein bisschen breiter, wie ich sie brauche. Lege das Brett quasi oben an der Kante von der Spitze, wo die nachher hinkommen, anbündig hin. Lege das Brett drauf und ziehe dann 2 Linien. So. Ja. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Und dann gehe ich hin. Das Brett brauchen wir jetzt quasi nicht mehr. Das war eigentlich nur dann wirklich für diese 2 Linien hier da. Und schneide das Ganze dann gerade ab. So Leute, damit hätten wir das quasi schon mal so weit gerade. Ein bisschen schleifen müssen wir zwar nachher noch, aber das ist im Großen und Ganzen schon mal weitgehend gerade. So, dann habe ich mir eine Spitze gemacht. Einfach vom Monitor eine Schwertspitze abgezeichnet oder ihr macht halt selber die Form. Macht am besten dann immer so bis zur Mitte, klappt das um zu spiegeln, damit ihr die beiden Seiten gleich habt. Geht da hin, guckt, dass ihr die Mitte dann von dem Teil habt. In dem Fall halt 3 cm. Machen wir einfach mal eine Linie, damit man das halt besser sehen kann. Das sind jetzt quasi so Hilfslinien. Das ist dann quasi für die Linie und für hier oben die Spitze. Dann legt ihr das Ganze hier mittig auf. Und geht dann quasi nur, dass ihr quasi hier die 2 habt. Das hier. Und den Rest, den Übergang, wenn wir das dann jetzt abgeschnitten haben, schleifen wir dann einfach ein bisschen bei und dann ist dann alles gut. So, dann gehen wir hin, wie an den Seitenteilen. Schneiden das wieder weg. Ein bisschen stehen gelassen, weil aber jetzt nicht schlimm ist, weil ich da jetzt gleich schleifen werde. Und dann habt ihr quasi schon mal so die grobe Grundform von eurem Schwert. So, dann gehen wir hin, nehmen wir das Schmirgelpapier. In dem Fall nehme ich wieder 120er, das geht dann ein bisschen schneller. Und schleife das Ganze hier nochmal so ein bisschen bei. Dann sehen wir uns gleich, wenn ich das beigeschliffen habe. So, dann haben wir das Ganze soweit beigeschliffen. Ne? Dann gehe ich jetzt einfach mal hier unten hin, weil hier noch so ein bisschen was übersteht. Wie gesagt, da habe ich nicht so sauber gearbeitet, das wollte ich auch nicht. Weil ich das ja schon noch absäbeln wollte. Nehmen wir jetzt hin, ich nehme jetzt einfach mal wieder den Schleif rein, einfach so
als einfache Lösung, weil ich so von der Grifflänge jetzt nicht unbedingt so irgendwelche Vorgaben hier habe, weil ich mache das Ding ja jetzt einfach so, wie ich haben will. So, geht er hin, dann macht er hier einen Schnitt. So, quasi einmal durchziehen. Und dann habt ihr das quasi einmal rundherum auf der richtigen Länge. Ne? Der Griff ist natürlich ein bisschen lang für nachher, dann machen wir ein bisschen kürzer, aber das machen wir dann später. So, dann gehen wir mal hin. Wir wollen ja nachher auch noch ein Parier haben. Ich nehme jetzt einfach mal wieder den Schleifstein. Ihr merkt schon, das ist irgendwie so ein Allround-Ding bei mir. Der Schleifstein, den kann man irgendwie für alles hier brauchen. Mache ich jetzt einfach mal hier so eine kleine Linie. Das machen wir dann einmal rundherum. Das ist dann quasi da, wo ich nachher das Parier dran machen will. Kann man auch anders machen, dass man unten dran setzt, aber ich mache jetzt einfach so, weil das einfacher ist. So, na, dann habt ihr hier einmal rundherum die Linie und quasi bis dahin will ich dann auch quasi die Schneide machen. Dann gehe ich einmal wieder hin, mache so einen leichten Einschnitt, also wirklich so 45 Grad. Das mache ich dann einmal so rundherum. Und dann gehe ich erstmal so ein bisschen noch, also mit dem 45 Grad Winkel, und nachher schneide ich noch ein bisschen mehr weg. So Leute, das Schleifen ist jetzt soweit fertig. Jetzt habe ich das Stück ein bisschen gekürzt, weil der Griff war wirklich ein bisschen sehr lang. Dann habe ich wieder ein bisschen abgeschnitten hier von dem Stück, was ich als Kernstab hier rausgeschnitten habe. Das Ganze setzen wir jetzt hinten wieder an. Dann habe ich mir überlegt, wir machen einen runden runden Knauf. Jetzt machen wir erstmal wieder unten den Spitzenschutz, da nichts passieren kann. So, mal ein bisschen trocknen in der Zwischenzeit. Jetzt nehme ich mir als Hilfsmittel einfach hier die Acryldose. Kann auch irgendwas anderes nehmen oder mit halt mit einem Zirkelrad. Jetzt nehme ich mir eine Zehnermatte, gehe mit dem Kugelschreiber mal rund. So, das Ganze mache ich jetzt noch zweimal mit den 5er Matten. Ich denke mal, dass ich nachher noch ein bisschen irgendwie eine Verzierung oder irgendwas auf den Knauf mache, dass das ganze Ding nicht ganz so hässlich aussieht. So, gucken wir mal. Und tun wir das auf Seite, da brauchen wir nicht mehr. So, dann gehen wir hin. Das können wir auf Seite tun. Und kleben wir wieder das Ding dran. So. Dann lassen wir das Ganze noch ein bisschen trocknen. Und dann kommt der Knauf quasi, ich schneide das dann bis zum Leder ab. Und dann kommt der Knauf quasi hier so drauf. So Leute, dann gehen wir jetzt hin, schneide das jetzt hier bis zum Leder ab. Am besten immer warten, bis es trocken ist, sonst habt ihr die ganze Kletterklinge versifft. Das ist immer Kacke, glaubt es mir, ich weiß, wovon ich spreche. So, dann gehen wir hin, nehmen das Ding hier drauf, schneiden das weitgehend aus, beziehungsweise erstmal aufzeichnen. Macht ihr hier einen Schnitt. Am besten immer mit der Spitze. Schneiden wir das Ganze aus. Dann habt ihr das quasi schon mal so. Ja. Gehen wir hin. Wie gesagt, kann man wieder mit Batex machen. Ich mache jetzt wieder mit Heißkleber.
So Leute, dann geht es mal weiter. Nehmen wir noch was Pateks für den Knauf. Und dann gehen wir mal hin in der Zwischenzeit. Das kann man natürlich auch später erst machen, wenn der Knauf schon fertig ist, aber ich bin jetzt mal wieder ein bisschen ungeduldig. Hab schon mal die Matte ausgeschnitten, so auf der Länge hier. Wieder mit Heißkleber hin. Mach das quasi hier schon mal die eine Seite. Ich das schon mal anlege. So Leute, der Pateks ist soweit jetzt fast trocken. Dann drücken wir das Ganze hier schon mal drauf. So Leute, der Kleber ist jetzt soweit trocken. Jetzt gehen wir hin, schneiden hier noch das Stück ab. Ich will das hier so halbwegs wenigstens rund haben. Kann man natürlich auch anders machen, dass das oben so ein bisschen dicker ist und unten was enger zusammenläuft. Gibt es ja verschiedene Varianten. Jetzt gehen wir hin, schleifen das noch ein bisschen rund. Dann mache ich hier direkt in einem den Knauf auch noch ein bisschen bei. Und dann kann ich das nicht mehr direkt alles in einem machen. So Leute, das Ganze habe ich jetzt soweit geschliffen. Ist nicht so ganz rund geworden, hat so ein bisschen Eierform gekriegt. Aber ihr wisst auf jeden Fall, in welche Richtung das ungefähr werden soll. So, dann habe ich, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ein paar Teile vorbereitet. Und zwar habe ich mir eine Schablone gemacht für ein Parier. Habe schon hier quasi 2 Linien gemacht für die Breite von der Klinge. Und habe mir dann so ein paar Teile zugeschnitten. So, dann gehe ich erstmal hin. Das Ganze wird sonst ein bisschen wabbelig. Da brauchen wir jetzt erstmal, mache ich jetzt erstmal die Zehnermatten hier in der Mitte. Das Ganze mache ich mal wieder mit dem Heißkleber. Ihr seht, habe ich jetzt hier noch den ganzen Platz übrig von den 5er bzw. 6 mm Matten. Dann suche ich mir ein Stück Fliegengitter. Andere Klinge. Schneide mir ein paar Stücken, die nicht so breit sein sollten. Dann nehmt ihr am besten, das zeige ich euch jetzt gleich. Ich mache mal 2. Die werden zwar viel zu lang sein, aber das ist jetzt nicht so schlimm. So, mal gucken. So, und zwar, dass die nicht ganz so breit sind wie hier das Teil. Dann können wir das nämlich hier noch ein bisschen stabilisieren. Gehe ich jetzt erstmal in der Mitte hin. Gucken, dass ihr immer noch so ein bisschen Rand überall habt. Ich werde das jetzt erstmal so ein bisschen mittig fixieren. Ja. Möglichst ohne die Finger mit dem Heißkleber zu verbrennen. Dann machen wir hier auch noch ein Stück ab. Okay, hätte ich nur ein Stück gebraucht. So, ein bisschen hier so drauf, dann können wir nämlich direkt von beiden Seiten das machen. Das ist dann quasi, dass das Parier nicht so schnell abreißen kann. So. Das macht er dann, wie gesagt, auf beiden Seiten. Lasst das dann ein bisschen trocknen. Ne? Ich glaube, das kann man schon mal ganz gut sehen. In der Zwischenzeit, wo das jetzt was antrocknet, machen wir schon wieder den nächsten Schritt. Dann nehme ich mal wieder mein Allround-Werkzeug, den Schleifstein. Ja, mache jetzt mal hier von der Breite vom Schleifstein. Wie gesagt, da können auch irgendwas anderes oder messt das ab, je nachdem. Ich mache das immer, weil das relativ, der ist ja gleich dick. Und zwar hat das den Hintergrund, wir wollen ja noch ein bisschen Bleiband reinmachen. So. Jetzt habe ich quasi hier eine Linie. Und jetzt hängt es halt davon ab, wie schwer ihr das Ganze da mit dem Bleiband machen wollt. Können noch ein bisschen mehr machen, ein bisschen weniger, das liegt dann an euch.
So, was nehmen wir denn? Wir nehmen, oh, keine Ahnung. Wir nehmen 10 cm. Man kann auch mehr machen, weniger. Das liegt halt an euch, wie schwer ihr das ganze Ding dann nachher haben wollt. Ihr könnt das quasi auch auf der kompletten Länge von dem Griff machen. Also quasi von hier bis hinten. Aber wir gucken jetzt einfach mal. Ich denke mal, das wird bei der Länge okay sein. Ich mache das immer so aus dem Bauch raus. So, dann haben wir ja hier wieder diese Linie. Da gehe ich ein bisschen rundherum, also nicht bis auf den Kernstab, wirklich nur so ein paar Millimeter tief. Auf der anderen Linie auch. So. Und dann nehmen wir wieder keilförmig und schneiden das dann wieder raus. Das ist dann quasi die Rille, wo wir dann quasi das Bleiband einkleben, damit das nicht zu dick am Griff wird. Auf jeden Fall nicht am Anfang. Nachher könnt ihr ja das Bleiband was fester ziehen, dann ist das ungefähr auf derselben Höhe wie der Schaumstoff, weil der durch das Wickeln und den Heißkleber was nachgibt. Aber halt das erste Stück habt ihr dann halt immer das Problem, dass das Bleiband quasi ein bisschen übersteht. So, also ich zeige euch das mal, was ich meine. Ich denke mal, die meisten hören schon, wenn ihr das jetzt quasi hier so drauf klebt, habt ihr ja so drum. Das sieht ja scheiße aus. Also macht ihr hier so ein bisschen tiefer. Und dann könnt ihr das quasi hier so in die Rille so quasi reinlegen. Dann seht ihr ja, ist das so gut wie eben. Ja? So, und das ist halt nur für den Anfang. Dann macht ihr eine Stelle, wo ein bisschen anklebt. Immer beim Reindrücken ein bisschen aufpassen, wenn ihr das mit Heißkleber macht. Das könnt ihr natürlich auch mit Pateks machen. Ja? Wie bei allen Sachen, da euch halt nicht die Finger verkokelt. Könnt noch ein bisschen mit der Klebepistole noch ein bisschen nachdrücken. Ich hätte es noch ein bisschen tiefer machen können, aber das ist halt so Demonstrationszwecke, dass ihr ungefähr wisst, wie das geht. So, in der Zwischenzeit, wo das jetzt antrocknet, gehen wir schon mal hin und machen hier schon mal weiter. So, da müsst ihr mal aufpassen, dass ihr das heißt, das Fliegengitter oder was auch immer, ein bisschen hier an diese Kante dran drückt. Ich hoffe, das kann man sehen, damit das auch nachher beim Verkleben auch alles bündig ist. So, dann wieder so ein bisschen fixieren. Das macht er dann einmal quasi bei allen 4 Seiten. Müsst ihr ein bisschen gucken. Am besten so ein bisschen mit einem Daumen was dran schieben, nur halt passt auf, dass euch der Finger nicht verkokelt. So. Ein bisschen gucken, dass das nachher auch gerade ist. So, mal schauen. Dann nehmen wir uns einfach mal die Rolle von dem Heißkleber, von dem Bleiband als Hilfe. Und dann machen wir hier auf der Seite mal weiter. Wie gesagt, immer so ein bisschen dran drücken. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so wirklich gut sehen kann. Das ist immer so ein bisschen dran drücken, immer am Anfang so ein bisschen knifflig, bis das hält. Das ist dann quasi, dass ihr hier an der Seite nicht so eine dicke Delle oder sowas drin habt und die nachher die 6er Matt oder 5er halt übersteht. Das ist halt der Hintergrund, warum ich das so mache. Die Stelle kann auch ruhig ein bisschen großzügiger mit dem Heißkleber sein. Also jetzt nicht so richtig total dick drauf, aber es dauert halt ein bisschen, bis das sich richtig, dass das hält. Müsst ihr immer noch mal so ein bisschen nachdrücken. So, dann habt ihr quasi schon mal mehr oder weniger auf jeden Fall schon mal so einen Abreißschutz. Wir können nachher auch noch hingehen und machen hier auch noch was dran. Und hier, um ganz sicher zu gehen, aber das machen wir erst, wenn der Rest drauf ist. Jetzt gehen wir erstmal hin und wickeln das Bleiband. Hier dahin macht euch erstmal ein ordentliches Stück von der Rolle oder was auch immer, wo ihr das her benutzt, ab. Das Teil ist jetzt soweit trocken, dass man da auch ein bisschen Belastung drauf geben kann. Und dann geht er, wenn er mit Heißkleber macht, immer so 5, 6, 7, 8 cm, also nicht so viel, weil der trocknet ja auch. Und dann müsst ihr euch zu sehr beeilen, also macht immer so etappenweise. Und durch das Warme geht auch der Schaumstoff ein bisschen zusammen. Ich hoffe, das sieht man. Ja.
Und dann immer so ein bisschen unter Zug, dass das ungefähr gleichmäßig ist. Dass man auch mal ein bisschen nachziehen kann. Ja, dann haben wir das soweit schon mal fertig. Lassen das Ganze jetzt erstmal wieder ein bisschen abkühlen. So Leute, das ist jetzt soweit alles trocken. Gehe ich hin. Damit man halt ein bisschen besser ziehen kann, habe ich dann hier das Stück dran gelassen. Und schneide das Ganze hier einfach ab. Ja, so. Dann haben wir dann quasi schon mal das Bleiband, damit das Ganze ein bisschen schwerer ist. So, dann können wir hingehen. Ich habe jetzt aus 3er Matte und aus 6er Matte, beziehungsweise 5er, habe ich dann dieses Teil nochmal nachgemacht. Im Endeffekt braucht man nur die Teile. Dann haben wir quasi, das Parier ist schon mal fertig soweit. Kann nachher noch geschliffen werden. Steht überall noch so ein bisschen was über. Ja, aber das seht ihr ja. Aber ansonsten sieht das doch schon mal ganz gut aus. So, jetzt will ich hier aber noch irgendwie die Übergänge so ein bisschen kaschieren. Das gefällt mir alles noch nicht so richtig. Passt auf, Leute. Wir machen das anders. Und zwar, gehen wir wieder hin, um zu demonstrieren mit dem Steil, weil der hier quasi an Kernstab, was man mit so was alles dann machen kann. Gehen wir einfach mal damit hin. Ich hätte jetzt noch was anderes gemacht, aber wir gehen jetzt einfach mal hin. Jeder wieder hin. Mit der Cutterklinge passt immer auf, dass ihr euch nicht in den Finger schneidet und macht dann so einen 45 Grad. So, dann gehen wir zum Beispiel hin und machen hier noch so was drum. Quasi wie so ein Abschluss. So, dann habt ihr hier so ein Ding und da so ein Teil. Und dann ist das eigentlich schon mal ganz gut. So, mal gucken, wie weit der Lötkolben jetzt ist. Oder wir machen ja erstmal und bringen das Parieren aber in Form, damit der Lötkolben noch ein bisschen Zeit hat vorzuglühen. So Leute, jetzt fangen wir mal an. Der Lötkolben ist jetzt soweit vorgeglüht. Ja? Dann gehen wir erstmal quasi und machen erstmal so entlang der Linie, die ich hier, ich habe dann quasi die Mitte genommen von diesen 6 cm Klinge als Hilfslinie und versuche dann mittig erstmal da drüber zu gehen. Nicht so tief, nur so 1-2 mm. Guckt, dass er das Ganze irgendwie so halbwegs gleichmäßig macht. So Leute, jetzt haben wir quasi das schon mal gemacht. Das ist aber eigentlich noch nur die Hilfslinie, sage ich jetzt mal. Ups, jetzt geht er hin. Guckt, dass ihr irgendwie eine Zange oder irgendwas habt, wo ihr das dann quasi weglegen könnt. Am besten auch irgendwie eine hitzebeständige Unterlage. Und dann schraubt ihr quasi das Teil hier raus. So, na? Das legen wir jetzt mal auf Seite. Gucken, dass ich irgendwas drunter lege, was nicht brennen kann. So. Gut, der Schleifstein ist jetzt nicht unbedingt das Optimale, aber naja, gut. Und ziehen quasi mit dieser Kante hier durch. Aber das seht ihr dann jetzt gleich. Also wie gesagt, mit der Kante und das hier ist quasi die Führungslinie. So Leute, die Blutrinne ist jetzt soweit fertig. Bin mit dem ganzen Ding jetzt durchgegangen. Ja. Jetzt gehen wir noch mit dem Heißluftföhn und tun das Ganze, wo ich geschmürgelt habe, im einen Zug durchglätten.
So Leute, somit ist der Rohling eigentlich schon fertig zum Pinseln. Ne? Und dann schauen wir mal weiter. So Leute, das war jetzt der erste Teil von dem Schwertbau. Den Rohling haben wir jetzt fertig. Ich denke mal, ist ganz okay. Ist jetzt nichts Besonderes geworden. Hätten wir auch noch ein bisschen feiner ausarbeiten können. Hier und da muss ich noch ein bisschen was nacharbeiten, aber damit will ich euch jetzt in dem Teil nicht langweilen. Also hier und da noch ein bisschen was Kleber noch was wegmachen und hier noch ein paar Kanten, aber das ist so Kleinigkeiten. Im Großen und Ganzen ist das Ding jetzt soweit fertig, dass ich anfangen kann zu pinseln. Ja Leute, dann hoffe ich, dass das erste Video euch gefallen hat. Über ein Like, einen Kommentar oder ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil, wenn ich das Ganze dann anfange zu pinseln und zu Topcoaten und den Leder und alles andere noch mache. Dann sehen wir uns im zweiten Teil. Bis dann.